Die Serengeti ist riesig, wild und voller Gefahren. In der Welt der Geparden herrscht Einsamkeit. Die Männchen bilden kleine Bündnisse, um ihr Territorium zu kämpfen, während die Weibchen allein leben und ihre Jungen aufziehen und beschützen, bis es Zeit ist, sich zu trennen. Doch mitten in diesem rauen Land geschah etwas Ungewöhnliches. 5 Leopardinnen brachen die Naturgesetze und schlossen ein Bündnis. Cheetah Alliance. Assassinen schließen sich zusammen. Lima, die Anführerin, die älteste Leopardin, die alle ihre Jungen an Hyänen verloren hat. Sie kannte die Grausamkeit der Prärie nur zu gut und wusste, dass sie allein nicht lange überleben konnte. Safi, der Flitzer, der jüngste der Gruppe, aber der schnellste. Ein schlanker Krieger mit bemerkenswerter Geschwindigkeit, der jeder Beute Angst einjagen kann. Nia, die Strategien, ein schlauer Panther, nicht der stärkste, der aber stets weiß, wie er die Jagd mit perfekter Taktik anführt. Zira, die Überlebende, wurde einmal beinahe getötet, als sie von einem Löwen angegriffen wurde. Sie trägt Narben, ist aber auch die sturste. Tai, der Wagemutige, greift auch größere Beutetiere an, ist manchmal zu abenteuerlustig, aber auch der mutigste Leopard der Gruppe. Dieses Bündnis entstand nicht aus freien Stücken, sondern aufgrund schwieriger Umstände. Sie alle waren allein, haben ihre Kinder verloren, ihre Beute wurde geraubt und sie wären fast gestorben. In einer Welt, in der Löwen herrschen, Hyänen plündern und der Mensch immer mehr vordringt, haben sie sich zusammengefunden, nicht aus Freundschaft, sondern um zu überleben. Die Sonne war gerade über den Horizont gestiegen und warf ein goldenes Licht über die Graslandschaft der Serengeti. Die Morgenluft war noch etwas kühl, aber die Raubtiere waren bereit. Lima stand auf einem hohen Hügel und ließ ihren scharfen Blick über die Szene vor ihr schweifen. In der Ferne bewegte sich eine Herde Gnus, die bei jedem Schritt das trockene Grasland zertrempelten.
und im Sonnenlicht einen nebligen Staub entstehen ließen. Heute haben es die Geparden nicht mehr auf Thomson-Gazellen oder Impalas abgesehen. Ihre übliche Beute. Sie brauchten eine größere Mahlzeit, da ihre Mägen knurrten, nachdem ihnen 2 Tage hintereinander Hyänen die Beute geraubt hatten. Und nichts stillt den Hunger besser als ein junges Gnu. Die Leoparden bewegten sich lautlos durch das hohe Gras und nutzten jeden niedrigen Busch als Deckung. Sie wissen, dass die Gnu-Herden zu groß sind und dass ein unvorsichtiger Angriff, wenn sie die falsche Beute wählen, die ganze Herde in Panik versetzen und die Jagd zu einer Katastrophe werden lassen kann. Nia, die klügste der Gruppe, entdeckte als erste das Ziel. Ein 3 Monate altes Junges, das sich gerade von seiner Mutter getrennt hatte, um die Welt zu erkunden. Das ist die beste Gelegenheit. Aber es ist nicht einfach. Lima nickte leicht, ein unsichtbares Signal. Die Geparden hatten einen Plan. Safi war der Erste, der sich bewegte, schlängelte sich durch die Bäume und übte Druck auf die rechte Seite der Herde aus. Die erwachsenen Bullen bemerkten dies, gerieten jedoch nicht in Panik. Lima und Zira bewegten sich von links und bildeten einen perfekten Bogen, während Tayi und Nia sich dem Ziel von hinten näherten. Nach einer erfolgreichen Jagd umringten die Leoparden ihre Beute und genossen eine seltene Mahlzeit. Lima biss vorsichtig in die weiche Haut und öffnete damit die Tür zu der Belohnung. Für die die Gruppe so hart gearbeitet hatte. Die flinken Zungen glitten über jedes Stück Fleisch und teilten jeden köstlichen Bissen, ohne zu kämpfen.
Nia knabberte am Körper. Safi kümmerte sich um die weicheren Teile, während Zira und Taji es sich gemütlich machten. Es war still im Raum, nur das Geräusch des sanften Windes, der durch die Graslandschaft wehte, vermischte sich mit dem entspannten Atmen der Raubtiere nach einem langen Tag. Die Regenzeit hat begonnen und überzieht die Graslandschaft der Serengeti mit einem satten Grün. Wasser gab es im Überfluss, Beute im Überfluss, doch innerhalb des Gepardenrudels stand eine große Veränderung bevor. Taji, der rücksichtsloseste des Rudels, verhält sich in letzter Zeit seltsam. Sie nimmt nicht mehr mit der gleichen Begeisterung an der Jagd mit der Gruppe teil wie früher. Ihre Schritte wurden langsamer, ihre Atmung schneller. Lima, der Anführer des Rudels, erkannte dies bald. Sie machte keine Vorwürfe und stellte keine Fragen. In der Welt der Geparden passieren diese Dinge aus einem bestimmten Grund. Eines Nachts, als kühle Winde über die Felder wehten, ging Taji fort. Kein Auf Wiedersehen, keine Warnung. Sie verschwand in der Nacht und ließ ihre 4 Teamkollegen zurück. Taji hat nicht aus Schwäche aufgehört. Sie ging, weil ihr Instinkt stärker war als alles andere, der Mutterinstinkt. Sie trug kleine Lebewesen in sich, ihre Kinder mit einem männlichen Leoparden, dem sie während der Paarungszeit nur kurz begegnet war. Aber jetzt ist es kein Abenteuer mehr. Dies ist eine Reise des Überlebens. In der Welt der Geparden hat eine Gepardenmutter kein Rudel, das sie beschützen muss. Sie musste einen sicheren Ort finden, ein Versteck fern von anderen Raubtieren. Löwen, Hyänen und sogar männliche Geparden können eine Gefahr für die Jungtiere darstellen. Taji überquerte leise das Grasland und fand ein buschiges Gebiet, wo er weniger beobachtet wurde. Und dann, an einem ruhigen Morgen, als die Sonne sanft über die Graslandschaft der Serengeti schien, brachte sie 3 Junge zur Welt. 3 winzige Leben mit geschlossenen Augen und weichem Fell. Eine Leopardenmutter kann nicht weit von zu Hause jagen. Sie kann ihr Kind nur für kurze Zeit verlassen und muss dann kleine Beutetiere wie Hasen oder Vögel jagen, um genügend Milch für ihr Kind zu haben. Die ersten Tage vergingen schweigend. Sie rollte sich neben ihren 3 Jungen zusammen und hielt sie im kalten Nachtwind warm. Ein Monat verging. Die 3 Jungen haben jetzt ihre Augen geöffnet und ihre ersten Schritte gemacht.
Aber es lauert immer Gefahr. Sie brauchten einen sichereren Ort und Taji wusste, dass es nur einen Ort gab, dem sie vertrauen konnte, ihr altes Gepardenrudel. Eines Nachmittags. Als die Sonne der Serengeti tief am Himmel stand, erschien Taji am Horizont. Drei Junge hinter ihm. In der Ferne ruhen sich Lima, Nia, Safi und Zira nach einer erfolgreichen Jagd aus. Anfangs waren sie misstrauisch. Jeder Fremde, der auftauchte, könnte eine Bedrohung darstellen. Doch dann, als Lima Tayis vertraute Gestalt erkannte, stand sie auf und ging weiter. Es gab keine laute Begrüßung, keine Aufregung. Nur ein Blick, ein stillschweigendes Verständnis. Taji ist zurück. Doch jetzt ist sie nicht mehr das mutige Raubtier. Das sie einmal war. Sie ist Mutter. Die Geparden akzeptierten sie ohne zu zögern. Sie können ihr nicht dabei helfen, ihre Kinder großzuziehen, aber sie können mit ihr jagen, sie beschützen und ihr helfen, die schwierigen ersten Tage zu überstehen. Mit der Hilfe ihrer Teamkollegen wären die Überlebenschancen der drei Jungen viel höher. Die Nacht brach über die Serengeti herein und legte eine stille schwarze Decke über die weiten Graslandschaften. Nur das schwache Mondlicht fiel durch die Bäume und beleuchtete jede noch so kleine Bewegung. In der Dunkelheit stand Taji auf und verließ leise den Unterstand. Die drei Jungen schliefen friedlich neben Nia und Zira, eingekuschelt in ihr warmes Fell. Aber Taji konnte nicht schlafen. Sie konnte spüren, wie der Hunger wuchs, nicht nur in ihrem Magen, sondern auch in den eifrigen Augen ihrer Kinder. Sie müssen essen. Und sie war die Einzige, die Essen mitbringen konnte. Leise schlüpfte sie durch das hohe Gras und begann ihre eigene Jagd. Taji zielte auf ein junges Impala, das nicht weit entfernt von der Herde stand. Alles lief reibungslos, sie bewegte sich leichtfüßig, jeder Schritt war präzise bereit, die Jagd in Stille zu beenden. Doch dann ertönte ein leises Geräusch in der Nacht. Ein schwerer, tiefer Schritt, der keinem Pflanzenfresser gehörte. Tayis Herz krampfte sich zusammen. Sie trat sofort zurück und hielt den Atem an, um zuzusehen. Und dann sah sie es. Eine riesige Löwin, deren goldene Augen in der Dunkelheit leuchteten. Taji drehte sich um und rannte sofort weg.
Sie wusste genau, dass sie dem Löwen nicht die Stirn bieten konnte. Aber heute Abend war das Schicksal nicht auf ihrer Seite. Die Schritte des Löwen folgten dicht dahinter. Tayi rannte über das Grasland, jeder ihrer Schritte war schnell wie der Wind. Aber der Löwe muss nicht schneller sein, er muss nur geduldig sein. Wenn der Gepard zu ermüden beginnt, hat der Löwe immer noch genug Kraft, um weiterzumachen. Ein Sprung. Ein wildes Brüllen. Ein schicksalhafter Moment. Tayi wurde zu Boden geschlagen. Sie kämpfte und versuchte, sich zu befreien. Aber das enorme Gewicht des Jägers hielt sie unten. Ein letztes Brüllen ertönte in der Nacht und dann war alles still. Am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, warteten Nia, Safi und Zira. Tayi war die ganze Nacht weg, ist aber noch nicht zurückgekehrt. Ihr Instinkt sagte ihnen, dass etwas nicht stimmte. Die 3 Jungen lagen noch zusammengerollt da, bekamen aber langsam Hunger. Sie wussten nicht, dass ihre Mutter nicht mehr da war. Schließlich beschloss Zira, sich auf die Suche zu machen. Sie überquerte lautlos die Wiese und suchte nach einer Spur von Tayi. Dann hörte sie auf. Auf dem staubigen Boden vermischten sich Geparden und Löwenspuren. Ein paar verstreute goldene Haare. Und außerdem sah sie etwas, was ihr Herz nicht glauben wollte. Tayi lag regungslos mitten im kargen Grasland, ihre Augen waren noch immer geöffnet, als würde sie in die Ferne blicken. Zira kam nicht näher. Sie wusste, dass Tayi für immer fort war. Sie stand einfach nur da, senkte schweigend den Kopf und trauerte um die Mutter, die sich für ihre Kinder geopfert hatte. Als Zira ins Tierheim zurückkehrte, sagte sie nichts. Aber in ihren Augen verstanden Nia und Safi es. Tayi wird nie zurückkommen. Die 3 Jungen warteten noch immer mit weit geöffneten Augen. Sie verstehen nicht, warum ihre Mutter nicht zurückgekommen ist. Sie stießen nur leise Schreie aus und warteten auf eine vertraute Umarmung. Aber niemand antwortete.
Safi kam näher und bückte sich, um eines der 3 Jungen zu lecken. Auch Nia und Zira legten sich ruhig neben sie. Niemand sagte es laut. Aber alle verstanden, dass Thais Junge von nun an Teil des Rudels sein würden. Ein Monat verging und die 3 Jungen wurden allmählich größer. Sie beginnen in Rudeln zu marschieren und lernen, die Jagd derer zu beobachten, die vor ihnen auf der Jagd waren. Obwohl sie keine Mutter mehr hatten, wurden sie von ihren Kameraden aufgezogen. Menschen, die beschlossen, sie mit ihrem Leben zu beschützen. Und so sind die Geparden der Serengeti keine Einzelgänger mehr. Sie wurden zu einer echten Familie, die nicht nur um das Leben, sondern auch für zukünftige Generationen kämpfte. Weit weg, mitten im weiten Grasland, wehte ein sanfter Wind. Wenn Sie genau hinhören, können Sie die leisen Schritte eines Geistes hören, der immer wachsam ist, Tai, die Mutter der Serengeti, die ihre Jungen noch immer aus der Ferne beschützt. Als die Sonne hoch am Himmel stand und ihre strahlenden Strahlen über die Graslandschaft der Serengeti warf, erschien mitten in der Savanne eine große Gestalt. Kein Löwe, kein Elefant, sondern ein Strauß, der schnellste Vogel der Welt. Mit seinen langen Beinen und seinem muskulösen Körper ist der Strauß der größte Vogel der Welt. Obwohl sie nicht fliegen können, verfügen sie über eine mächtigere Waffe, Geschwindigkeit. Wenn sie bedroht werden, können Strauße eine Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometer pro Stunde erreichen und damit schneller laufen als die meisten Raubtiere in der Serengeti. Sie können über 5 Meter groß und bis zu 150 kg schwer werden, was sie zu einem der beeindruckendsten Tiere im Grasland macht. Doch nicht nur ihre Größe macht Strauße so besonders. Ihre kräftigen Beine dienen nicht nur zum Laufen, sie sind auch eine gefährliche Waffe. Wenn eine Flucht unmöglich ist, ist der Strauß bereit zu kämpfen. Ein Strauß hat an jedem Fuß scharfe Krallen und kann mit einem Tritt einen Löwen in die Flucht schlagen. Ihre Tritte sind so kraftvoll, dass sie einem Raubtier bei einem direkten Treffer die Knochen brechen können. Dennoch sind Strauße immer noch das Ziel vieler Raubtiere, insbesondere Löwen, Hyänen und Geparden. Junge Kälber sind anfälliger für Angriffe, da sie noch nicht schnell genug sind, um zu entkommen und ihre Tritte noch nicht zur Verteidigung einsetzen können. Strauße leben nicht alleine. Sie versammeln sich oft in kleinen Gruppen, um sich gegenseitig vor Raubtieren zu schützen.
Interessanterweise tauchen sie oft in der Nähe von Antilopen oder Zebraherden auf. Das ist kein Zufall. Strauße haben extrem scharfe Augen, während Antilopen einen ausgeprägten Geruchssinn haben. Diese Kombination hilft beiden Arten, Gefahren aus der Ferne zu erkennen. Inmitten der weiten Savannen Afrikas beginnt mit Beginn der Brutzeit eines der spektakulärsten Schauspiele der Natur. Es handelt sich weder um eine atemlose Jagd zwischen Raubtier und Beute noch um einen erbitterten Kampf ums Revier. Dies ist der Tanz der Verführung. Der Höhepunkt des Arterhaltungstriebs, der Balztanz des Straußes. Während der heiße, trockene Wind über das Grasland weht, beginnen die männlichen Strauße, sich auf ihren Auftritt vorzubereiten. Mit langen, kräftigen Beinen schreiten sie mit hoch erhobenen Köpfen über den Boden und suchen mit scharfen Augen die Umgebung nach Weibchen ab, die aus der Ferne zuschauen. An diesem Punkt geht die Konkurrenz nicht von Raubtieren aus, sondern von anderen männlichen Straußen. Sie müssen sich als die stärksten und attraktivsten erweisen, um die Chance zu haben, ihre Gene an die nächste Generation weiterzugeben. Und ihre Waffe ist der Tanz. Männliche Strauße haben ein glänzend schwarzes Gefieder, während die Weibchen zur Tarnung ein graubraunes Gefieder haben. Wenn die Brutzeit beginnt, gräbt das Männchen ein flaches Nest in den Boden, in dem mehrere Weibchen ihre Eier ablegen können. Manchmal kann ein Nest bis zu 20 Eier enthalten. Jedes davon etwa so groß wie ein Basketball und mit Schalen, die so hart sind, dass ein ausgewachsenes Tier darauf stehen kann, ohne dass sie zerbrechen. Während die Sonne langsam hinter dem Horizont versinkt, ziehen die Strauße weiterhin ohne Eile und ohne Angst durch die Graslandschaft der Serengeti. Sie sind weder Raubtiere noch reine Beute. Sie sind wahre Überlebenskünstler. Sie überleben nicht durch Kraft, sondern durch Schnelligkeit, Wachsamkeit und Intelligenz.